Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ich hoffe, dass wir jetzt traumhaft klingen im zweiten Versuch. Ein einfacher Rechnerneustart hat das Problem anscheinend gelöst und damit können wir uns jetzt in 3 Sekunden Lands of Galzyr. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ich hoffe, dass wir jetzt traumhaft klingen. Tja, warum klingt das Abo klingen? Man sieht hier viel zu viel Küche und viel zu wenig Milch. Und damit können wir uns jetzt in 3 Sekunden Lands of Galzyr. Einen wunderschönen Morgen. Warum klingt das abgeklingen? Man sieht hier viel zu viel Küche und viel zu wenig Milch. So, also wir machen genau da weiter. Guten Morgen alle, wo wir gestern aufgehört haben. Ich war auch sehr zeitig, ich habe glaube ich, also nicht vor 12 geschlafen, aber kurz nach 12. Und Lands of Galzyr, das Ultra-Quest für die Amerikaner. Mal gucken, ob es da mithalten kann. Ich habe mir Boom herausgesucht, die Marbled Polecat. Und dementsprechend gucken wir doch mal, was uns diese Welt hier so bietet. So, Prestige 0. Wir haben Dienstag, also lege ich den Marker hier mal auf Dienstag. Auch da rein. Das hier hatten wir schon gelesen. Die Dudes sind auch momentan noch nicht dabei. Gehen wir doch noch einmal in Ruhe Step für Step das Setup durch. Also, den Card Tray habe ich auf dem Tisch geplaced. Dann nehme ich meine Karten aus dem Safe Slot. Das sind momentan nur 2, lege sie aber beiseite bis Schritt 11. Ich nehme alle Karten aus dem globalen Safe Slot. Das sind die hier. Und ich sortiere sie nach Kartenart. Wir sind nicht 2 Spieler. Die globalen Statuskarten okay. Die beiden Karten nehme ich raus. Da ich Solo oder Kooperativ spiele, nehme ich die. Wir haben den Juli und die Karte hier kommt wieder zurück, weil wir nicht gegeneinander spielen. Jetzt werden die Karten gelesen. Juli ist ja, der Monat des Feierns. Die Leute von überall kommen zusammen und haben Spaß, Musik und Gelächter. Wir benutzen die Sommerseite des Boards. Auf der Rückseite gibt es noch eine Winterseite. Und die Location-Karten auch auf der Sommerseite, die haben auch eine Winterkarte. Jetzt wird Ort 5, der hier, durch Karte 230 aus der Library ersetzt. Dann nehmen wir einfach mal das hier und legen dies dorthin. Oh, das ist ein ganz schickes System.
Und dann replace Location 5 mit 70 und diese Karte mit 8 von der Library. Was war das denn nochmal für ein Symbol? Gut, dass das Symbol bei der Symbolübersicht nicht dabei ist. Da. Save Effects are resolved at the end of the game. Okay, wenn ich speichere, dann ändert sich das Ding da. Harmony, Gathering, 0200. Wenn das Spiel zu Ende ist, lese ich 200 und die Rundenzahl ist 8. Das ist so eine kleine Fernbedienung, die verlegt man immer schnell mal. So. Platziere das Gameboard in die Mitte des Tisches. Lokale Statuskarten habe ich gerade noch nicht. Die Eventkarten sind das Event-Deck, sind nicht geschaffelt. Die Quest-Karten alle. Mich dünkt, das sind ein bisschen viele. Okay, die sind geschaffelt. Okay, ich vermute, es sind immer 3 offen. Genau, es liegen immer 3 Quests offen. Und wenn die leer sind oder wenn da nur noch 2 liegen, wird sofort wieder mit einer Quest aufgefüllt. Race for the Ages, Bag of Troubles und High Hopes. Ist jetzt hier nur die Kennenlernen First Look Partie. You can read the private side of quest. Und wir haben sie erstmal auf der blauen, auf der Public-Seite. Guten Morgen, Laura. Schon wach? Also offensichtlich, aber... So. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, kommt jetzt ein Quest-Token nach Resembi, einer nach Shabar und einer nach Yesten, da am Po der Welt. Und vielleicht gehe ich mal nach Resembi. I need a trustworthy courier for simple delivery. Contact me if you recognize yourself. Read with the step polecat. In Shabar, someone helped me find a trainer for my upcoming race. Ranguni the red-necked wallaby. Jeston,
Moving between cities in Galzyr is pain. I have a solution, however. Just simple career services need to complete my plan. Oh, ist natürlich auch gleich am weitesten weg, aber klingt erstmal, als wenn man da auch hin möchte. Gerade so wach. So, mein Fasten ist vorbei. Sehr gut. Ja. Place each player's prestige token. Place 0, 0 habe ich. Whenever you're in prestige during a game, move your token forward. Okay. All the die und so habe ich gegathert. Das bin ich. Ich habe außerdem zweimal gelb, einmal orange und einmal das hier. Open the Book of Adventures. Lands of Galzyr. Keine Soundeffekte. Okay. Select the month shown on the global status card is Julie. Wir fangen am Mittwoch an. Okay. Each player takes the adventure board and figure matching the adventurer. The amount of gold you have is shown on your board and should not be altered. 10. Place your item cards face up below your status, your board. Ich habe noch keine. Ich habe eine Statuskarte. Face up to the side. Buried Secrets. Quest cards are kept in player's hand. For any timed effects, repeats instructions in the previous step, placing the new timer tokens on top of the earlier ones. If on the same day, the player who has most recently completed a task given by another person receives the starting player token. Alternatively, you can randomize the starting player. Ich mache das mal freiwillig. The starting player places the adventure on the chosen location card. Okay. Moin Raikutan. Das Spiel gibt's schon, das kannst du ganz normal bestellen.
Okay, es wird gesagt, man muss sich auf eine Location-Karte stellen. Hier steht, the 12 Location Cards form the 8 locations on the game board. Also muss ich mich wohl auf eine Karte stellen. Das heißt, wir fangen hier wohl in Tesune an. Okay, jetzt geht's los. Also, meine Quest ist verborgene, also begrabene Geheimnisse. Ich folge einer Karte und damit bin ich ich folge einer Karte und in Galzyr suche ich halt nach einem Schatz. Halt, ne, Business as usual, aber but what surprises could the place you grew up? Genau, also welche Überraschung könnte der Ort, wo ich aufgewachsen bin, schon bieten? Während des Setups platziere ich meine Figur nicht auf dem Spielbrett. Sie kann nicht abandoned werden. Ich starte mein Adventure mit 84. Deine lange Reise ist schlussendlich zu Ende, aber as the crumbling walls of a town ravaged by war loom on the horizon. Once it was a marble polecat, maybe the most reckless of all polecats. Marble polecats seek what adventure wherever and whenever with unyielding resolve. Okay, but those memories are buried far in the past under decades of dust. Okay. Also ich finde eine Stadt, die vom Krieg quasi zerstört wurde. Es war einst eine tolle Stadt für Iltisse, aber die Gedanken daran, die Erinnerungen daran sind seit Jahrzehnten schon unter Staub begraben. Normalerweise, ja, hat nicht irgendwer gesagt, dass es doch eine deutsche Version von gibt? Nö. Also, normally this is because you've arrived at an opportune moment. Also ich übersetze das nicht, weil es ist halt wieder so fluffiger Text, den kann man nur schwer, also humpelig ins Deutsch übersetzen. Und da ich das meiste davon verstehe, ist der Fluff einfach, also verstehen ohne es direkt übersetzen können, ist nur lustig, aber man versteht so generell die Bedeutung, ohne die genauen Wörter zu haben. Normally this is because you've arrived. Die Frage ist, ob ich das einblenden kann. Das würde das Ganze natürlich... Warte, das probiere ich mal aus, weil das macht sowas ja viel spannender. Un momento, wir gehen kurz in die Werbung. Ich bin sofort für euch da wieder.
Magic! Uhuhu. Wenn das mal nicht traumhaft ist. Und schon seid ihr mittendrin statt nur dabei. Dann kann ich es auch auf Englisch vorlesen, ihr könnt es einfach mitlesen. Das ist doch easy peasy. Dass das jetzt hier in 3 Minuten klappt, hätte ich auch nicht gedacht bei meinem Glück mit Technik. Gucken wir mal, ob das dann immer noch funktioniert. Also, your long track is finally finished, as the crumbling walls of a town ravaged by war loom on the horizon. Once there was a marbled polecat town, but those memories are buried far in the past, under decades of dust. Normally that is because you have arrived at an opportune moment, or inopportune, depending on how you look at it. Right now a festival has filled the streets, colorful banners raised high, and folks from all over the region seeking merriment, distraction or whatever among the collapsed buildings. Perhaps you check it out later, but right now the adventure you seek lies below, in the old tunnels. You'll find that whatever else there is to find, you've promised yourself as much. Move the adventurous figure to Tesune. Zack. Morgen Bernhard. Und auch Hallo an alle anderen. Head inside the ruined town. As you approach to Tesune, you take in the sights. This is the first time you've been back to Galzyr in years. In fact, you've actively avoided the place after you left at young age. You swore to pursue the greatest adventures relentlessly, living a life of no regrets, and that's what you've done. However, a while back you ran into an ocelot gambler. Raspathia and Maya, the goddess of luck and destiny, Ocelot, throw themselves at the steam of fate laughing. Who insisted there is hidden treasure below Tesune. Despite your skepticism, you set out at once. Otherwise you miss something big, and you cannot bear the thought of that. You gaze wonder back to the crumbling but still suffocating looking walls. Whatever challenges this place has for you, you're preserved, for you came prepared. Active player. Das sind eine Option. Also give random 100 from the library to the adventurer. Also suche ich jetzt eine 100 raus. Eine Flintlock Pistol. Da brauche ich jetzt noch meinen Greenscreen. Nee, das dauert jetzt zu lang, aber ich weiß schon genau, wie ich das im Video machen kann. Warum ist denn der Plan so? Hier sieht er auch halbwegs gerade aus. Give 200 from the library to the adventurer. Das ist einige. Ich nehme mal die letzte. Das sind viele 200er. Okay, die letzte sind Marbles. Ich habe jetzt Murmeln, wie schön. Also Marbles, an innocent toy used by polecat cubs to play games. Sneak fight. Okay, und eine Flintlock Pistol. Ranged gunpowder weapon. Flintlocks are so slow to reload that you generally only get one shot in a fight. Usually one shot is enough. Dann machen wir Continue. You find an entrance to the tunnels easily enough and smile as the invigorating aroma of stale air hits you. And this familiar smell only old ruins like this. It's the familiar smell only old ruins like this have. It makes you feel at home, or so you think. You aren't exactly sure what that's like. Nevertheless, the map you've got stops here. Although calling it a map is a bit generous, it's poorly drawn, smeared, and utterly unreliable just the way you like it.
You'd have to rely on your wits from now on. However, someone has drawn a scribble to the side, depicting a symbol of some kind carved on a wall. It could be an Zelot's face, das gleiche, but you cannot be sure. Perhaps you should try that. Reminder. After the adventurer chooses an option, select it before they resolve the skill check. Möchte ich die Ruinen mit einer mittleren Schwierigkeit durchsuchen oder möchte ich nach mehr Markings suchen? Ich explore doch mal die Ruins, oder? Reminder. Should be the adventure's best way of dice pool due to their current mark skills. Richtig. Reminder. Also some of their cards might influence the skill check. Sehe ich noch nicht. Ich habe einen unyielding spirit. A life of adventure has shaped you, made you resilient and defiant. In a dire situation when others would yield, your inner strength surges forth. Before revealing outcomes, you may discard to replace your dice pool with the dice below, roll them and use the result. So, ich darf einmal neu würfeln. Das sind 3 Erfolge. 4 plus wäre mega gewesen. With routine ease, you traverse the tunnels, avoiding the obvious pitfalls as you map out the surroundings. After a while, you realize there's someone else down there here. Also, that someone is nearby. You can smell it. Rounding another corner, you find yourself in a living space of sorts, generously speaking. There are piles of rags and wild, half-eaten things scattered around. Sunfog here? A gravely voice calls from the back. Okay. A figure soon emerges, a rat clothed in a tattered soiled roast. Here, shiny looking, huh? He continues, nodding to himself. Found this. His take to Boxstone, the Sunfog leaf. Intrigued, you follow the rat to another room and to a heavy stone chest. It is locked by some old, still functional mechanism. If the lock still works, so you could any trap inside, folks love to set those. When you turn back from your investigation, the rat is already gone, but no matter time to get this chest open. Reminder. After this adventure, choose an option selected before they resolve the skill check. Möchte ich gerne die Chest unlocken oder möchte ich es mit Kraft machen? Ich möchte gerne die Chest unlocken. Dazu kriege ich jetzt noch so einen Würfel dazu. Oh ja, und natürlich auch so einen orangenen. Ja, ich habe echt ein krasses Würfelglück. Mit Force wäre das Ding jetzt schon auf. Ah, 0 bis 1. You fiddle with the lock for a long time. There's a deceptively tricky mechanism taunting you all the way. When you finally hear a click, you swing the lid open triumphantly, and at the last second, remember to cheat your face as the trap springs and strikes a deep gash in your arm before falling apart. Pushing the pain aside, you look inside. Among the decayed junk, a peculiar stone pendant catches your eyes. It depicts a mountain and the rising sun behind it. As you examine it, you get the odd feeling that you've seen it before, many years ago. The more you look at it, the worse you feel, and it's not just your bleeding arm. You have to check this out, despite the great danger that awaits in Rinchtum.
You earn 1 prestige. Ta-da! Return the buried secrets 111 from the adventurer to the library. Give 053 from the library to the adventurer. Wounded. You've seen better days. The best course of action you would probably be to avoid physical strain or seek treatment from a medical professional. Okay. Dann kommt jetzt 1, 2, 3. Hier ein Timer-Token hin, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Und jetzt habe ich immer in in Thievery, Might und Survival Checks quasi eine Schwierigkeit von 1. 218. Bekomme ich. Buried Secrets Part 2. The pendant wasn't what you expected to find in the ruins of Tezune, as it's strangely familiar. There's a place in Reach Tomb where you might find answers. However, obtaining that information carries a heavy risk. Ich möchte jetzt gerne in Reach Tomb nach Antworten suchen. ...111 zurückgemacht, 53 bekommen. End of Scene. Okay, dann hat man sich bewegt, man hat eine Szene abgehandelt, man advanced zum nächsten Tag. Es ist Donnerstag. Mhm. Okay, jetzt kann ich entweder zu diesen Orten hier gehen, mir da die Quest abholen. Ich kann meine Quest, da muss ich hier hin, wo es keine Quest gibt. Ich kann hier irgendwas machen. Aber ich könnte mir jetzt die Szenen da einfach angucken. Ja, ich würde sagen, für den Anfang verfolge ich doch mal meine Hauptquest. Das heißt, ich gehe 2 Felder weit. Genau, Travel, 2 Spaces. Ich hätte gerne ein Beispiel für eine Reise. When measuring the distance between spaces, count the number of spaces between them connected by route.
Okay, da draußen ist Party. Also, ich könnte eine Questcard abhandeln, habe ich nicht. Ich könnte eine Adventurer Status Card abhandeln, habe ich nicht. Oh, das wären ja jetzt auch hier zwei Items, die ich habe von meinen dreien. Location Card kann ich nicht. Eine lokale Statuskarte kann ich auch nicht abhandeln. Das heißt, ich muss wohl ein eigenes ziehen, wenn ich das richtig sehe. Ein Event. Es ist nicht Sonntag. Ich bin nicht in einer Settlement, ich bin im Grassland. Also ist es Szene 248. You hear the lanterns excited shouting long before you reach a stream. A dozen small children of various species. An otter? Otter find any excuse to spend time swimming. They're more comfortable in water than they are on land. A cat? Rumored to have 9 lives, the sleek and agile cats learn to meow before they learn to talk, a handy way to get attention. And a hedgehog? While possessing amazing defensive capabilities, hedgehogs are often envious to those more colorful and faster of them. Among others, holding tiny boats hand-carved from tree bark and are crowded around the banks, excitedly chattering and complimenting each other's boats. Hi, can you help me? Asked a small platypus clutching not one but 3 adorable tiny boats, each painstakingly adorned with pink racing stripes. Her bright pink jersey reads Le Mans in big letters. I carved these for the race, but I don't know which I should use. Do you want to help me decide? You can be on my team. Natürlich mache ich damit. Le Mans builds will curved into a huge smile. Welcome to the team, she grins as she places her 3 boats on the ground. This one is heavy and bulky, so it got weight to go fast down the stream. This one is opposite, a thin for less water resistance. And finally, she inferred 3 tiny masts on the final boat. This one has sails. The race is going to start, shouts her friend, a small otter wearing an oversized snorkel. Children rush along the banks to get their boats into the water, screaming, "Come on, hurry and choose your boat, or you'll miss the race." The tiny platypus looks up at you with hope blossoming in her small eyes, asking which boat you should pick for the race. You will help this child win the bark boat race if it's the last thing you do. Do you have the lucky tag? Nein. Okay, möchte ich auf das Bulky Boat, das Thin Boat oder das Three-Masted Boat? Was sollen wir nehmen? Ihr entscheidet. Bulky, Thin or Three-Masted? Ja, ist eigentlich ziemlich dumm, Ben zuzuschauen, dann will man nur noch mehr Spiele kaufen. Ja. Gibt Dümmeres, was man machen kann. Das Boot mit Segeln. Hier, Schreibfreudigkeit wird belohnt. The Three-Masted Boat. Loan affirms your choice of boat. This is the one, I can feel it, she exclaims, rushing into the water with the chosen craft. The whistle sounds the start, and the stream is soon filled with the cheers of excited children as the boat pulls away. You find yourself chanting the monk's name along with her friends as her boat slips easily down the stream. Luman, 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 yeah! Screams the crowd as her boat crosses the finish line. The children surround you both lifting Luman up on their shoulders. After the celebration, Luman comes to you. You should have this, she says, giving you a prize. I don't need it. I'm going to invent so many new things. I need all the space I can get. Das kann ich verstehen. You earn 1 Prestige. Woohoo! Jeden Tag ein Prestige, jeden Tag eine gute Tat. Give 25 from the library to the adventurer.
Ein Skipping Rope, ein Item. Training Cord, Toy. Joys love hopping and their playtime often revolves around it. This habit continues to their adulthood. Other folks could certainly learn a lesson or two about fitness from kangaroos. Okay, trotz dass ich eine Verwundung habe, kann ich jetzt in Survival Checks rerollen. Oh nein, die Verantwortung. Return the drawn event to the bottom of the event deck. Okay, den kann man potenziell häufiger begegnen. End of scene und schon it's Friday. Nee. Wie trecke ich denn die Runden bei dem Spiel? Ich lege mal hier so einen Zielmarker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, muss ja Donnerstag sein, ne? Tag nach Mittwoch. Ja, das kann auch sein. Gut, dann gehe ich mal nach Reinstum. Da habe ich jetzt meine vergrabene Geheimnisse Quest Teil 2. In Western Reinstum, you stand in front of a most ordinary door. It is wooden and plain, like the entire neighborhood, and you feel yourself hesitate. You look at the pendant again, quite certain an identical one lies inside, but you have to confirm this, as otherwise you might come to regret it. You realize now that the one thing you dread more than what else awaits inside. Indeed, beyond the door lives your family. Your boring family, stuck in their ways, trudging on the same ways in the same place. They lived here when you were born, when you left, and still now, unchanging, unchallenged. You shudder at the thought merely visiting is always a stressful affair. Then again, perhaps this meeting can still be avoided. Ich sneake mich mal in Zeit. So, ich glaube, beim Rerollen kann ich so viele neu würfeln, wie ich möchte. Nee, alle. Then roll the dice in your dice pool. After the row, you may reroll all dice in your dice pool. Das geht noch besser. Ja. 3, 4 ist immer gut. Carefully, you sneak through the house to avoid alerting your often overzealous family. Many are at home, like your 3 siblings and a dozen nieces and nephews. But besides one terrifying close call, you reach your target without issue. There is another stone pendant, a family heirloom who you always considered a useless trinket. You carefully compare to the one you brought and confirm your suspicion. They are identical to the last detail. Why was one into sooner? There is someone who might know. Later you find your great aunt, Avira, sitting by a lonesome in a nearby park, just like you remember. She's your oldest living relative, likely one of the eldest folks in the whole city. If someone knows it's her. Tashuna, you say? She drawls. Our family lived there back in the day. You thought they've always been in Reinstum? Trust before the wars. Cowardly Gamsidians. Ever tell you how I met the infamous godmother? Right. You always had a tough time with her rambling. Help her to recall your family history or endure her rambling. Endure her rambling geht auf Survival. Das mag ich.
Ah, ich hätte einen Erfolg weniger gehabt, weil ich ja verwundet bin. Aber das hätte, glaube ich, keine Auswirkung gehabt. Also das sind 4, ich ziehe einen ab. Also 3. You close your eyes and zone out of her rambling stories. Withstanding the wordy deluge isn't easy, but you heroically persevere, having honed your skills to survive dangerous situations like these. That reminds me of Tesune, she finally says, rousing your attention. We were quite famous back then, built those tunnels to hide the loot and smuggled goods. Oh, the adventures. Fully awake now, you listen to her recollection in disbelief. Your boring old family did things like that and you never knew? You start questioning your decision, wondering what else you've missed. Elvira, however, keeps going, recounting a story of a wise polecat offering guidance atop a mountain in Jesden. Conflicted, you feel you must find that polecat. You earn 2 prestige. Return buried secret 218 from the adventurer to the library. Give 219 from the library to the adventurer. The Partnerlinks 2. Oh, 2 Prestige sogar habe ich mir die genommen. Ich habe 1 bekommen, 2 bekommen, jetzt bin ich bei 4. The stone pendant and your great aunt Elvira Tate's brought to light family history you never knew about. As a result, you feel more conflicted than ever before. For guidance, you should seek out the wise polecat atop a mountain. Cannot be abandoned. Justin, head to the mountain. Oh, da will ich ja eh hin. End of Scene. Wochenende. Dann geht meine Verletzung wieder weg. Und in Rangetum gibt es leider keine Quest. Das heißt, ich bewege mich einfach 1, 2 Felder weiter, weil Jessen gibt es jetzt hier eine Quest und meine Quest führt mich dahin. Das heißt, wir haben nicht Donnerstag, wir sind nicht in einer Settlement, wir sind nicht im Grassland, wir sind nicht im Forest, wir sind nicht im Hill, wir sind im Mountain. Das heißt 155. Traveling down the mountain. Das mit der Einblendung ist eigentlich ganz geil, ne? Schön, dass es endlich mal funktioniert. Traveling down the mountain road, hugged by forest cracks, a colossal white boar charges out to bite you. Vipers can quickly dominate and overwhelm the ecosystems that aren't accustomed to their presence. Also very tasty. Oh. Okay, ich fühle mich ein bisschen wie der König in Game of Thrones. Reaching the road, it slows to a stop before fixing you with its gaze. You're not sure whether the animal and delicious food is about to do, but you hold your ground for the moment and wait for the creature's response. Soon it breaks its gaze and gives a short, croaked whimper as it tosses its head about and bolts off the same way it came. What was that all about? Tja, natürlich folge ich dem Ganzen. You ponder on the odd display of the creature. Its strange stare, flinging its head about, the noise it made. What was the purpose of this display? Perhaps it wanted to get your attention, whatever for. You decide to investigate, following the unsubtle tracks left in its wake, leading you towards the cracks. Following the boar, you come to an old mining site with a crumbling office building. The boar digs at the building's basement window with her hooves, as 3 piglets cry out from behind a nearby bush. Another piglet's cry, separate from the others, come from the basement. You peer in through the ground-level window. Below is a frightened piglet bawling for its mother, unable to escape. The building does have a cellar door, but it's padlocked and chained. Do you have the music tag? Nein.
Nein. Lift the piglet through the window. Unlock the cellar door. Naja, komm. Dann lifte ich doch mal das Piglet through the window, was auch immer ein Piglet ist. Und zwar habe ich dann einen von den Würfeln, einen von den Würfeln, zwei von den Würfeln, einen von dem Wurf. Ne? Ball geht auf den Skill und dann kann ich alle 4 Würfel benutzen, plus einen von hier. So, 2 Schwerter ist mir zu wenig. Es bleibt bei 2 Schwertern. Getting onto your belly, you get in through the window and drop down into the basement. In fear of you, the piglet waits its head off. You chase it around the basement and eventually catch it. Taking it to the window, you try to lift the piglet to safety. Eine Taube wahrscheinlich. Unaware that you are trying to help, it kicks your limbs and head in berserk's fear. Nee, doch nicht. Managing to endure the pain, you toss the young pig through the window onto the grass where it rejoins its family. Ach, ja, ein kleines Minischwein. Take a moment to breathe, to allow the boar family to depart. You search the basement. Ah, ich habe ein kleines, wie nennt man die von den Schweinen? Säue, Kalb. Fällt mir gleich wieder ein. Ja, und dann suche ich hier. Ich kriege 5 Münzen. Ferkel. Ist Ferkel das auch bei Wildschweinen? Ja, wahrscheinlich. Ich dachte, die hatten noch einen anderen Namen. Give 13 from the library. Eine Leiter. Ich habe den Eindruck, dass die App-Anbindung sehr stark ist. Mit das mehr anspielen, das ist Solo die beste Option. Ich glaube, das ist Solo die beste. Also. Naja, was heißt, also wenn ich ein Rollenspiel spiele, dann erzählt Karl mir auch 3 Stunden lang was und ab und zu sagen wir mal was. Also ob ich mir jetzt, also hier habe ich mehr Redeanteil als in einem Rollenspiel. Aber natürlich ist es erstmal ein reines Solospiel. Man kann es kooperativ spielen, gegeneinander. Und scheinbar macht die App das ja auch so, also bei UltraQuest ist es auch schon ganz nett, weil dann liest einem der anderes noch vor, man sieht nicht alles, was da rauskommt direkt. Hier verhüllt die App das ja auch noch. Aber frag Marc, der hat es auf jeden Fall ein paar Mal. Frischlinge, genau, das meine ich. Hallo G9. G9. Das etwas abgekühlte Tier spießt auf eine Scheibe anders und Emmentaler Käse Sauspießchen werden vor dem Essen das Aperitif gereicht, man rechnet pro Gast. Okay, ich darf nur 3 Items haben. Deswegen muss ich jetzt eins wegwerfen. Boah, jetzt muss ich entscheiden, was man hier haben will. Eine Pistole, schadet schon mal nicht. Marbles, die klingen am... Ich werfe mal den Marbles weg. Und schlepp dafür jetzt eine Leiter mit mir rum.
Dann kriege ich die Karte 53. Ah, schon wieder wounded. Returns und okay. Das war meine gute Tat für heute. End of Scene. Dann geht es einen Tag weiter. Wir sind Sonntag. Der Marker kommt 1, 2, 3 auf Dienstag. Da ist meine Verletzung abgeklungen. Jo, und dann gehen wir mal nach Jaston. Hier nehme ich mal, die Quest finde ich sehr interessant. Moving between cities in Galzyr is a pain. I have a solution, however. Just a simple career service is needed to complete my plan. Olamite the Dodo. Dann wird hier sofort wieder aufgefüllt mit einer neuen Quest. Serwar. The fighting arena in Rinchtum has murdered and maimed countless folks. Anyone sharing your views is welcome to join a protest to end this barbaric practice. McQueen the Carpet Chameleon. Die Quest gibt es hier. Das ist ein bisschen wie Dorfromantik. Es müssen immer 3 Quests verfügbar sein. Okay. Dann haben wir hier High Hopes, Part 1. I got an idea from this large basket I found for sheep. Strap on a fabric bag along with a burner and we have a vehicle capable of transporting folk from the city to city. There are suitable burners in Rinchtum. Drop by the bank and take a modest loan in my name before meeting the seller. We are all set. Okay, aber dafür muss ich wieder nach Rinchtum. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir meiner persönlichen Quest nach. The sleek cliff before you is an imposing example of Galzyr's landscape of what you left behind. You no wonder if you should never left at all. You've dedicated your life to adventure, but you can still can't see and do everything. What if every secret found is another mist? Needing new perspective, you step forward towards the mountain and the wise polecat at the top. Stop! An old Bobak Marmot. Contrary to the skin, not many Bobak Marmots have strong desire to seek spiritual enlightenment. Earthly riches suffice. As an old Bobak Marmot rushes rather slowly to block your way, adjusting his trousers over a round midsection before continuing. I saw the look of yours upstart. This sacred peak belongs only to Marmos, like the famous Yun. He points to himself, then brandishes a staff at you. Famous? You might miss a lot of interesting things about this place, but he is not one of them. Tja. Dann muss ich wohl das nehmen, wo ich die besten Chancen habe. Wir kämpfen. Da würfel ich nochmal. Jetzt kann ich nicht meine Flintlock-Pistole benutzen. Also ich habe einen Erfolg weniger, weil ich verletzt bin. Ich kann das hier in einen Erfolg umwandeln und ich bekomme einen Erfolg. Also habe ich 2 Erfolge. You engage the marmot. Ach, Moment hier. Standing between you and your goats, trading a blow for blow.
He's stout and puts a good fight, but eventually you tire him out. He falls on the ground, panting heavily. No, stop! He shouts from below as you move past him. Exasperation evident in his voice. Here on the most, I mean, the sanctity. Come back here. You walk forward. Finally done with the marmot, you turn back to the cliff and the cliff ahead of you. It would be, also auf Englisch würde ich das auf jeden Fall nur solo spielen, nicht mit mehreren Leuten, weil, warum? And the climb ahead of you. The climb ahead of you. It wouldn't be an easy ascent by any means, perhaps even the hardest you've done so far. However, something in the marmot words and the manner makes you wonder if there's another way to the top. Tja. Ich suche mal nach einem anderen Weg. Tja. Immerhin ein Erfolg. Observe. Aha. Ich habe eine Leiter. Das heißt, ich stelle mich auf diese Leiter und von da sieht man natürlich viel besser. Deswegen kann ich ein Auge in 2 Erfolge umwandeln. So eine Leiter ist immer sehr praktisch. You go around the mountain looking for other passages. It seems unfruitful at first until finally on the other side of the mountain, concealed by the shade and an uneven rock, you spot something. It's an unnatural path like Marmot made, snaking up this cliff. Ascending with steady footholds is much easier, but the climb is still long. And as the steps finally come to an end, you reach the top and are greeted by howling winds alone. Not a soul can be seen among the desolate stone. You don't see any wise polecats around. There's only you, left with your thoughts about your life, your adventures. So you think. You pull out the pendant you've been carrying. The scenery carved on the stone looks much like the one here. You turn it over in your palm. You tried so hard, but how can you live with no regrets if you can't see and do everything? What should you do from here? What is the answer? Was sollen wir tun? So hoch ist die Leiter jetzt auch nicht. Ihr entscheidet. Wenn ich mich hier ganz kurz nebenbei mal um Freude kümmere. Für später. So, habt ihr schon entschieden? Ich habe leider keinen Chat an. Also der Vorteil, den Ultra Quest natürlich hat, also hier hat man natürlich schon ein bisschen mehr zusammenhängende Geschichten. Das ist auf jeden Fall ganz toll. Ultra Quest ist halt für mehr Leute ganz toll.
weil man einfach nur diese kurzen Abschnitte hat, die man sich gegenseitig vorliest. Das geht immer so zack, zack hin und her. Und hier ist es halt dann doch schon relativ viel Geschichte. Was ist hier los? So. Oh, da gab es einen Anruf. Ja, die 3 Hasen der Abend rufen morgens mal an. Da rufe ich vielleicht gleich mal zurück. Ich habe doch den Flugzeugmodus an. Aber WLAN, Call und WLAN an. Ich mache mal WLAN aus und gucken, ob das dann hier noch funktioniert. Also, ich wollte, was habt ihr gesagt? Try even harder, relax, faster, harder, das Telefon steht. Also, try even harder haben wir gesagt. Nearly stumbling, you hurry down the cliff, you resolve to reignite, reignited? Ein Wort, das ich nicht kenne. Man sollte hier ein Wörterbuch direkt. Vielleicht habe ich hier ein Wörterbuch drin. Nein. You cast off your worries, unwilling to waste more time with nonsense like that. Not when there are adventures to be had. You give it everything you have and more, and see and experience everything one polecat possibly can. Only one thing's changed. This land has more to offer than you once thought. It gave you challenge, but you came out on top. And you do so again as surely as your name is Bumir. Your spirits are aflame, burning away any orders as you storm towards new adventures. Galzyr, better be prepared. You earn 2 Prestige. Return Buried Secrets. Okay, ich habe jetzt nichts gefunden außer Erkenntnis. Das ist ja auch schön. Hallo Ivy. Reignited, genau. Ah, Reignited. Ja, das macht natürlich Sinn. Ach. Achso, der hängt natürlich, weil ich das WLAN ausgemacht habe. Okay, das kann dann nicht funktionieren. Tja, wie ein Anruf alles kaputt machen kann. Eben gefreut, dass das so schön funktioniert.
Und da sind wir wieder. So, ich bekomme Karte 61. Inner fire. Heated, upbeat. Your passion burns red hot and your body yearns for action. Anything to satisfy the fire within. An Rheingold? Weil Rheingold nicht so eine komische Verfilmung? Okay, mein Partner hätte auch die 61 bekommen. Gut, dass ich eine Leiter dabei hatte. Okay, dabei hätte es nur eine andere Karte gegeben. Okay, damit habe ich meine persönliche Quest anscheinend abgeschlossen. Wie ist denn dieser komische Gangster-Hip-Hop-Film, wo sie in Hannover im Cinemax eine Tür eingetreten haben, weil sie alle so geil waren? Das ist reiner Kiezspiel. Okay, oh. Das diskarde ich in 1, 2, 3, 4 Tagen. So gehe ich jetzt nach Shabar und sammle da die Quest ein. Someone help me find a trainer for an upcoming race. Ranguri, the Red-Necked Wallaby. Oder gehe ich nach Rienstum für meine High Hope Quest. Da man damit schneller reisen können soll, gehe ich mal dahin. Ich kann da nicht durch irgendwas schneller reisen. Deswegen bin ich jetzt hier. Also habe ich jetzt hier. Es ist Montag. What are you doing here? It's Monday. Doesn't look like it. That means you shouldn't be in this scene. Shushu, you're messing up timeline being in the wrong scene. Was? You're messaging up the timeline by being in the wrong scene. Ah, okay. Also ich habe ein Achievement unlocked, die temporale Anomalie. So, jetzt stimmt es wieder. Okay.
Control-Strategie mit Bluff-Elementen, okay. Late one night as you're out and about, a white polecat gracefully steps before you, flanked by a group of goons. You turn to steer away from the sinister trio, but behind you a whole band of thugs emerges from the shadows, forming a living wall that traps up between the two groups. I'm Tuek, an intelligence officer of Gramzit. The pocket offers as she shows you a piece of parchment. It bears a completely faithful detailed drawing of your face. We've learned that you are a spy in the service of Rinchtum, plotting conspiracy against our empire. So if you value your life, you will come quietly. 2x underlings pull out cruel-looking weapons. Do we have a tired tag? Nope. Convincer, you're a double agent. Fight your way through the underlings. Oder buy her underlings loyalty. Meine Skills sind jetzt nicht so gut. Aber wir kämpfen mal. Da würfel ich doch glatt nochmal. Oh, das ist doch schon mal besser. Das sind 1, 2 Erfolge. Ein weniger, weil ich verletzt bin. Im Kampf habe ich einen Erfolg, also 2 Erfolge. Ich kann bis zu 2 Augen in jeweils 2 Erfolge umwandeln. Also habe ich auf jeden Fall mehr als 4. If the adventure is in a settlement or any gunpowder items, habe ich. Dann zählen jetzt alle meine Schwerter wie Schüsse und ich habe 5 Schüsse abgegeben. You escalate the conflict and fire upon the thugs. Your attack is so sudden and vicious they have no chance to respond. Scatter to extremes, and with that, her entourage steers off into the night running for their lives. They have never been dealt such a devastating defeat before. They dropped most of their melee weapons, which you could help yourself too if you wanted. You also see something Tuek had a moment ago. She must have dropped it in her retreat. Echoing through the night, you can hear the clamor of guards shouting orders and converging on your position. Better that you leave now, before you get caught for firing a gun within a settlement. You earn 1 prestige. You swap one of your skill marks for a might skill mark. Ich bin ein wilder Abenteurer, das Survival schon besser. Andererseits bin ich dann besser beim Klauen und Diebstahl. Ich mach das mal. Öfter mal was Neues. So, dadurch bin ich jetzt ein noch härterer Kämpfer geworden. Damit hat sich mein Würfel-Setup verändert. Return the drawn event
to the library. Okay. Das kommt weg. Take 251. And shuffle it into the event deck. Warum sind hier 3 Karten drin, die nicht drin sein sollen? Ich glaube, die würden eigentlich hierhin gehören. Wanted Poster. Da kriege ich jetzt auch genau das für meinen Charakter. Shady. High self-confidence can be dangerous as a weapon. Only Boomer can use this card. Intimidate. Get 2 successes and roll d12. Want to place on the notice board? Okay. Ich würde das ja gerne alles verkaufen hier. Ich will das Rope nicht wegtun. Naja. Tatsächlich würde ich mir für Ultracast auch so eine App wünschen. Wir sind noch 4 Leute. End of Scene. Dann ist jetzt meine Verletzung abgeheilt. Dann gehe ich mal nach Rinchtum. You arrive at the head office of the Prime Renian Bank. The starting item on Automate's agenda is to secure a loan to help you build the Dodo's flying vehicle.
but at the same time live in the moment disregarding the future, which requires a powerful burner and a large sum of money for it to work. You head inside and wait in a gruesomely long line till it is your turn to speak to the turn clerk. What can I help you with today? You explain that you are here to take a loan out in Olamite's name. The clerk laughs, knowing who you are talking about. I'm afraid Olamite has borrowed the maximum amount of money he is entitled to at this time. You can only access new funds by making payments on his current debts. What will you do to secure the loan? Do you have the populous tag? Tja, da muss man wohl mal was investieren. Hilfe. Na, ich bin auch mal weg. Vielen Dank für den ersten Rückblick. Gerne, gerne. Sign a check. Giving a long, low, agitated groan, you decide to put a hefty payment onto Olamite's debt, so there's enough free credit for the bank to consider giving you a more sizable loan in Olamite's name. You feel your soul leave your body along with the coins as the teller takes them, and after a moment of quill scratching hands you a fresh check. Grumbling, you accept it and leave the bank. You try to focus on the positives as your pockets feel noticeably lighter. Warum habe ich dann den Kredit nicht gegeben? Leaving the bank, you head to the Tinker's Top that the Dodo told you about. Arriving there, you see the shop. It's little more than a yard of oxidizing scrap and skeletons of broken inventions. Can I help you find anything? The grizzled giant squirrel owner asks. Achso, ich dachte, jetzt will jedes Wort unterstrichen. You tell him about the engine you want. He shows you two cheaper ones, one of which is leaking and the other one is dented to oblivion. His brand new one as well, that is not far out of your price range. Na komm, es wird mir hoffentlich... Oh, jetzt habe ich noch 3 Geld über. You decide to meet the highest price tag on the pristine engine and purchase it for Olamite using the check-in with funds from your own pocket. The grizzled giant squirrel seemed giddy from the purchase. Thank you for shopping here. You seem a little glum from it, so tell you what. For purchasing such a pricey model, you can help yourself to anything lying around my shop. I will throw it for free. The grizzled giant squirrel gestures to the great mounds of merchandise that fill his shop. Most of it look like worthless rusted junk, but you should be able to find something of use if you choose to hunt around for the offal that is passing itself off as merchandise. You earn 2 prestige. You may swap one of your skill marks for any other skill mark. Ich glaube, es ist schon ganz gut, ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Deswegen entferne ich mal diesen Skillmark und nehme etwas, was meine Wahrnehmung ein bisschen steigert. Der arme Dickbolger. Return high hopes to the library. Und dann gibt es 122. High Hopes Part 2. The balloon has been completed with a fancy burner and all. You just did not cue to Olamite how hard it is to pilot the craft. Based on Olamite's trusty source, a skilled pilot by the name of Flokia lives in Jeston.
dann wieder zurück. He recommends starting the search from the local post office. They should know about their current whereabouts. So, Dienstag, vorletzter Tag. Tja, dann reise ich wohl mal wieder zurück. Warum packe ich die Karten eigentlich immer wieder weg? So. Mountain bin ich. Ich bin nicht wounded. Spannend, was da manchmal so für Konstellationen haben. Hat die ich denke mal ja. Warum sollte sie es nicht haben? Yes. The heat of the season doesn't reach the higher slopes of Galzyr. Equally lacking in warmth is a mockingbird you meet on the road. She is vocally abusing a Tanuki named Hiko, uttering awful insults at him. You stop and ask what is going on. The avian, ein Vogelmensch, points out a steep door next to the road, a snarking path of toothy rocks that flow between where the two mountains meet. No one can explore that path, it's impossible. Hiko shakes his head. Nothing is impossible. Should you approach it with an open mind? The bird laughs. What is your brain going to grow a pair of legs and walk you through the path? The two start debating about the higher philosophy of willpower's ability to trump obstacles. Do you have at least one companion? Nope. If you debate, each bolster attacks give you one success. Debate the mockingbird, the bird is hard. Intimidate the mockingbird into agreeing. Oh, wenn ich eins kann, dann ist es intimidaten. Ich habe ein Poster, auf dem steht, ich bin gesucht, ich habe eine Knarre. Der wird so Schiss haben. Also, Intimidate. Da habe ich 4 normale Würfel, einen blauen Würfel. Ich bekomme einen automatischen Erfolg. Ich bekomme 2 automatische Erfolge und würfel diesen Würfel mit. Ich möchte neu würfeln. Besser, in allen Belangen. Als erstes, ich habe eine 1:2 gewürfelt. Place 115 from the library to the notice board. Okay, jetzt liegen da 4 Quests. Was macht man dann? Nichts. Das soll nur nicht weniger als 3 haben. Okay. Any settlement, help with suppressing criminal activity required. City Guard. Oh, vielleicht war das gar nicht so gut. Naja, ich kann mich ja selbst stellen. Also ich habe 2 Erfolge, ich habe 3 Erfolge, ich habe 4 Erfolge, ich habe 5 Erfolge.
The longer you hold your menace over her, the further her break droops. Pinning her in a place with fear, you can see it in her eyes that all defiance has been flushed from her soul. With the timid shake, the mockingbird dips her head to the tanuki and apologizes. My rudeness was unwarranted. Your philosophical beliefs have merit. Hiko shows no sign of smugness, but accepts apology with a smile. Good manners, you do well. Blushing, the mockingbird leaves. Taking 2 swigs from his gourd, Hiko wipes his face and offers you his damp paw. You are terrifying folk, yet I sense there is wisdom to cultivate from you. Let us try together and see what we can learn and maybe eat. You earn 1 prestige. Jetzt habe ich meinen ersten Kompagnon. Tada! Hiko läuft jetzt mit mir rum. Oh, aber nur für 5 Tage. Schade. Return the drawn event deck to the bottom of the event deck. End of scene. Okay. Mein inneres Feuer ist erloschen. Oh, was kann Hiko? Gucken wir doch gleich mal. Hiko, underdog sent als tags. Hiko, a wandering philosopher, embodies the virtue of patience. He gets more done than folks give him credit for, helping those truly in need. Sollte ich ein Force, Explore oder Search Tag brauchen, dann, wenn ich 0 Erfolge habe, am Ende des Skillchecks bekomme ich 3 Stück. Okay, und ich habe einen Kompagnon. Das kann manchmal hilfreich sein. So, ich glaube, beim letzten Tag in diesem Abenteuer gehe ich nach Jeston für meine High Hopes und ich besuche jetzt mal die Post. Was auch immer das hier bringt. You search for the pilot. Philokia brings you to the post office at Jeston. You ask the courier clerk if you could get Philokia's address, explaining you are here to offer her a job. Gee, I would love to help, but we've a bit of a mix-up here in the office. The elderly clerk apologizes. All our index cards are locked in this cabinet, he states, pattering on an old beaten tower of wood, and Matt next to him explaining that one of the other employees lost the keys for its last week. But there's another way. He beckons you to follow him out back. He shows you to the archives, which are filled with decades of unsorted address cards. It should be in here, but might take some time to find it. Do you have a post tag? Nein, ich habe nie das Tag, das ich brauche. Unlock and Indexing Cabinets oder Search the Archive. Na, ich unlocke das mal. Dann kriege ich einen blauen, einen davon, das sind 3 und 2 davon. Die Quest ist easy. Ich habe einen Erfolg, das ist Unlock, da habe ich einen Erfolg, wenn 2 Erfolge, ich rerolle. Oh ja, hier. 3, 4 Erfolge. Nice. Ja, easy heißt, bei 3 plus gewinne ich schon. You ask the courier clerk if you can try opening the index cabinet. Go ahead, but it might not be as easy as you... Before he finishes, you have the F drawer open and lock the others as well. Fantastic, the elderly clerk cheers. You really helped us out there.
Searching through the address archive, you find out that Philokia lives up in the mountains at the temple that Jestin is famous for. You exit the post office and head for Philokia's current residence. After climbing a mountain step of steps, you reach the temple at the top. Heading through a stone's arc, you knock at the door. An Alpine Marmot, okay, sieht genauso aus, and encased in simplistic robes, answers and introduces himself as Gomis. As you tell him about seeing Philokia, Gomis abruptly and loudly blurts out how you are mistaken, and that she's not there here or even has been. You're not sure why he's lying to you, but you can either daunt him or leave and enter the temple by other means. Naja, ich bin ja ein ziemliches Badass. Ich intimidate ihn mal wieder. Auf easy. Auch wenn ich dann nur diesen Würfelpool habe, den ich rerollen möchte. Naja, guck mal hier. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 Erfolge. Within seconds of trying to scare him, Comet drops to his knees and begs for mercy. Please, she is the brightest star in my muted sky. Do not take Philokia from me. After you explain that you're only here on business, Comet jumps up and hugs you, then takes you to her quarters. Gomes makes introductions and steps outside. He's feeling frustrated. Philokia notes. You tell her that Gomes has confessed to liking her, which she tries to hide her excitement at. You tell her about the job, which she hastily accepts. I will stay on board for a while, but I will eventually come back to Jestin, she says, looking in Gomes' direction. I wonder which city I should first fly to, she mused aloud. You earn 2 prestige. Take 174 from the library and place them face up in front of the adventurer. Okay, die gibt es einfach zweimal. Choose one of these to place to Jestin and return the other to the library. Also take all. Return high hopes. Genau, da steht Take All, ja. Auch gerade gesehen. Gut, für die aktuelle Quest ist es besser. Also ich habe jetzt einen Heißluftballon, mit dem ich entweder zu höheren Zahlen fliegen kann oder zu tieferen Zahlen. Wie eine Brieftaube im Prinzip. Tja, dann nehme ich wohl mal Larger erstmal. Dann kommt High Hopes auch wieder zurück. Dann nehme ich 274.
mit meinem Charakter. Ollermein's new venture is up and running. He's happy to give benefits to his beloved friend. Boomer can move with hot air balloon for free. During setup, take random 174 from library, roll, and place the card to the location with matching. Okay, der wartet dann also irgendwo. Na gut. Also jetzt habe ich einen Heißluftballon. Den packe ich jetzt einfach irgendwo hin. Okay. Und dann ist der da, okay. Also im Normalfall sind die Locations hier so gemacht, dass ich immer, ich reiß hier raus, 1, 2, bin da und brauche noch einen Tag länger, um da hinzukommen. Jetzt kann ich einfach quasi mit einem Tag Delay dahin, also ich spare immer genau einen Tag, aber ich muss zum nächsthöheren gehen. Take 120 from the library and place it to the back of the quest slot. Ich vermute, das sollte dann hier hinkommen. Okay, und ich glaube, jetzt ist die Partie zu Ende. The game ends after a predetermined number of rounds. This round limit depends on the player count, as shown below on the Discord and Harmony Global Status card. If you play solo, the total amount of prestige you gain determines how successful you are. When the game ends, also okay, jetzt ist einfach eine Partie zu Ende, das ist ja auch nett. How many, also after all the excitement, challenges and adventure, it's time to unwind for a moment and reflect on your travels. How many adventures were there in this game? 1. Do you have an isolated tag? Nope. You head to the nearest inn, intent on treating yourself to a well-deserved evening, celebrating the leg of your journey. Already from the outside you can hear the sound of lively patrons, suggesting that the establishment is quite full of once again. Despite the noise, all heads turn as you enter, curious to see the new arrival. Tja, ich würde ja gerne eine Party geben, aber ich habe nur 3 Geld. Ich feiere alleine. How much prestige did you get? 9+. The jaws of everyone in the inn drop as you enter. Every single one of them recognizes you. Ignoring them, you sit down and order a drink. You have to ask for it twice, as the innkeeper seems as awestruck as everyone else. While you work on the drink, everyone speaks in faint whispers about who you are. Of all the wondrous, dangerous, and crazy things you have go up to both good and ill, they are totally captivated by you in streaks of awe and jealousy or obsession. Your glorious exploits will be recounted for generations to come. You're a living legend, a piece of Galzyr itself. Achievement unlocked, legendary.
Also, ich habe Ready for Adventure. Ich habe Legendary. Ich hatte doch noch irgendwas. Ja, man sollte das gleich mal hier. Hier. Die temporale Anomalie habe ich auch schon freigeschaltet. You are legendary. End of game. Saving the game. Perform the following steps to save the game. Remove all timer tokens from the calendar and cards without resolving their timed effects. Resolve all save effects on the adventure boards and cards in play. Okay, auf meinem Adventure Board habe ich keinen Save-Effekt. Doch. Nee. Sollcard 00 habe ich. Also, take 00 from library. Dann Items. Da gibt es keinen Save-Effekt. Kompagnons. Der hat keinen Save-Effekt. Adventure Statuses habe ich nicht. Nee. Local habe ich nicht. Global. Replace Location 5. Okay, die wird ausgetauscht. Welche Ortskarten? Prüfen noch einmal. Also ja, hier liegen die auch da drauf. Ich dachte, wir müssen erst drauf gehen, wenn es gesagt wird. Da, place the location cards and any local status cards on the game board on the appropriate place. Okay, dann mache ich beim nächsten Mal. Also, die würden jetzt eigentlich schon alle da liegen. Okay, die Party ist zu Ende. Jetzt ist hier Ruhe. Weil egal, weil ich habe immer andere Quests gemacht. Genau, und die Karte mit Karte 8. August. Also die Karte wird discarded. Das heißt, sie kommt erstmal wieder zurück. Aber danke für den Hinweis.
Okay. Dann kommen jetzt mal. Ich habe gerade keine Quest. Die lasse ich dann mal liegen fürs nächste Mal. Also keine Quest. Dann nehme ich alle meine Items. Ich nehme alle meine Kompagnons. Ich nehme alle meine Statuskarten, die ich habe. Und pack die hier hin. So, dann alle anderen Karten. Die hier. Die hier. Die hier. Und die hier. Und pack die hier in das globale Dings. Okay, dann kommt alles andere in die Gamebox. Hier geht's weiter. Presse. Beige neu. Okay, wie merkt man sich jetzt, wo man am Ende war? Das ist egal, wahrscheinlich. Also, ja, ist auf jeden Fall ganz knuddelig, wenn man so Abenteuerspiele mag. Also, ne, auf Deutsch wäre es natürlich noch ein bisschen schöner, weil es einfach noch mehr Leute ansprechen würde. Dann würde ich es vielleicht auch zu zweit spielen. Wie gesagt, Ultra Quest mag ich ja auch sehr gerne. Das sind zwar andere Spiele. Das hier ist nicht besser oder schlecht, das ist anders. Was hier halt, also das kann man solo super spielen. Solo kann man es besser spielen als Ultra Quest, finde ich. Wenn man so eine durchgehende Geschichte erlebt. Wobei die Events sind natürlich auch total zufällig, ne, welche Quests hier kommen. Das ist immer total random. Und die Quests an sich erzählen schon eine durchgehende Geschichte, bestehen aus mehreren Episoden. Das ist ganz schick. Aber wie gesagt, zu zweit macht halt Ultra Quest einfach besser, dass ich kurze Abschnitte immer nur habe, wo ich einfach. Es ist ganz anders. Ich glaube, wenn man das eine mag, ist die Chance, dass man das andere mag, auch sehr, sehr hoch. Aber es ist jetzt nicht so, dass das eine Spiel das andere ersetzt. Es ergänzt sich eher, meiner Meinung nach. Und wie man sieht, da ist noch richtig viel Platz für Erweiterung.
So. Thank you for playing. Reichtum, the largest city-state in the region, offers a plethora of experiences and diversions for visitors of all kinds. Its reputation as a city of opportunity is most apparent in the busy docks and the newly opened halls of wonder. Those with a brave heart might try their luck at the prestigious Golden Casino or partake in the thrills of the equally famous Reichtum Arena. A different sort of excitement can be had in the poorer parts of the rest of the city. The old wishing well is definitely worth visiting, but the locale is infamously teeming with unsavory types eager to lighten your purse. Und Gesten, the mountain town, is a place where lifestyles of serene spirituality and earthly ambitions collide in a peculiar way. Its many temples and gardens uphold the ways of modesty and peaceful meditation on which it was founded. However, Gesten also happens to be located near the richest gold deposit in all of Galzyr and thus a frequent destination for dreamers of an entirely different kind. Hallo Werner. Nee, es ist ein Ultra-Quest und anders. Mit durchgehenden Geschichten, die nicht zusammenhängend sind. Und gut für Solo. Also das zweite der Ultra-Quest, Solo, Lands of Galzyr. Oh, 12 Uhr. Ich sage Tschüss. Guckt euch Flo's Video an. Da machen wir jetzt gemeinsam eine Watch-Party. Und wobei, ich kann das ja auch hier machen. Aber ich muss natürlich jetzt hier, also, wir sehen uns später. Macht es gut. Das war der Morning Stream. Schaut morgen wieder rein. Bye, bye.